Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, es freut uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ja, und heute geht's auf unsere zweite Athen-Wanderung, beziehungsweise ganz Athen war es jetzt nicht, wo wir unterwegs waren. Nein, weil diesmal sind wir am Kap Sunion gestartet und sind von da aus in Richtung Lavrio gelaufen. Genau, also sprich so ein bisschen im Süden von Athen waren wir da unterwegs. Südosten. Ja, und das ist eine Region, die vor allem in der Antike für ihren Bergbau bekannt war. Also Kupfer und Silber wurde da ganz viel wohl abgebaut. Genau. Und neben den vielen Löchern, die es da zu sehen gibt in der ganzen Region, haben Und wir am Stollen. Anfang auch noch den Poseidon-Tempel uns angeschaut. Genau, also ganz, ganz viel zu sehen und ja, dann würde ich sagen, wir schwätzen auch gar nicht mehr so viel drum rum. Guckt es euch einfach mal an, ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Der Startpunkt unserer Tour war im Süden Attikas am Kap Sunio bzw. dem dort befindlichen Poseidon-Tempel. Der Tempel stammt aus dem 5. Jahrhundert vor Christus und liegt hoch auf Felsklippen über der Ägäis. Er war Teil einer Hafenstadt, von der ebenfalls noch Reste erhalten sind. Nach der Besichtigung des Poseidon-Tempels machten wir noch einen Abstecher zum nahegelegenen Athene-Tempel, von dem nicht viel mehr als einige Bodenplatten erhalten sind. Nach so viel geballter Geschichte am Beginn der Tour machten wir uns dann aber endgültig auf, die rund 20 Kilometer zu unserem Ziel, der Küstenstadt Lavrio, zu überwinden. Die Gegend, durch die wir uns bewegten, war seit der Antike bekannt für den Bergbau. Dort wurde vor allem Silber- und Kupfererz abgebaut. So war es wenig verwunderlich, dass wir des Öfteren, gefühlt alle paar Meter, auf Löcher und alte Stollen trafen. Anne, die von uns beiden eindeutig die abenteuerlustigere ist, traute sich sogar in einen dieser Stollen hinein. Verrückt, wenn ihr mich fragt. Und als ob ein Erdloch nicht genug gewesen wäre, gleich beim nächsten mussten wir wieder halten. Bei all der Anstrengung musste auch mal ein kleines Päuschen sein. Der Pausenplatz sollte aber wohl überlegt und gut gewählt sein. Ja, er hat wieder was gegessen. Oh, dein Hintern sieht gut aus. So als hättest du dich in Kreide gesetzt. Warte mal, ich komm mal näher. Es gibt jetzt wieder ein Hinternbild. Wird immer noch ganz weiß. Die kriegst du so nicht mehr sauber. Die musst du waschen heute Abend. Wir wanderten die meiste Zeit über breite Wege mit wechselndem Untergrund. Mein hatten diese Wege die schöne Landschaft bzw. Aussicht sowie die Zeugnisse vergangener Bergbauaktivitäten bis hin zu Ruinen antiker Metallwerkstätten.
größte archäologische Stätte auf unserem Weg war Surisar. Während Anne beschloss, ein kleines Päuschen einzulegen, machte ich mich daran, den knapp 2 Kilometer langen Rundweg zu erwandern. Auf zahlreichen Tafeln entlang des Weges erfuhr ich hier allerhand über die Geschichte der Region, antike Minen oder Metallverarbeitung. Unweit der archäologischen Stätte trafen wir auf ein verlassenes und recht verfallenes Dorf. Die Ruinen waren nicht ganz so antik. Sie stammten wohl von Bergbauaktivitäten des 19. bzw. 20. Jahrhunderts und passten damit sehr gut zum bisherigen Thema unserer Wanderung. Die letzten rund 5 Kilometer sind so dann aber recht schnell erzählt. Über asphaltierte Wege und schmale Pfade, nach wie vor gesäumt von Zeugnissen der Bergbaugeschichte, wanderten wir weiter, bis wir auf breiten Weg in Richtung Lafrio abbogen. Wie schon zuvor im Panita-Gebirge war unser Zeitmanagement nicht das Beste, sodass wir wieder in die einsetzende Dunkelheit gerieten. Ja, das war sie gewesen, unsere zweite Athenwanderung. Ja, und die hat uns genau schon wie die erste Athenwanderung auch sehr unerwartet, sehr positiv überrascht. Genau, gab auch hier wieder richtig viel zu sehen. Ihr hattet die Stollen, die Löcher, Ruinen, die Aussichten unterwegs, also weite Blicke. Also da war schon gut was geboten gewesen, ja. Ja, auf jeden Fall. Die Wege an sich, also im Vergleich jetzt zur ersten Tour, die waren breiter, meist, ja, breitere Wege. Trotzdem teilweise auch anspruchsvoll, weil das waren jetzt keine ganz normalen Feldwege, sondern da war gerade am Anfang, gab es dann auch ein bisschen, Genau, wo man über die über Felsen, Schotter und Felsen hinweg muss. Mal ein Stück Asphalt war aber auch genauso dabei, ein bisschen schmaler Pfad, also ja, nicht ganz so schwer jetzt wie die erste Etappe, für annähernd Geschmack ein paar wenig Höhenmeter. Trotzdem, man hat so viel zu sehen gehabt, also ich war auch beschäftigt, da kann ich mich nicht beschweren. Fast jedes Loch hat es mitgenommen. Ja, und auch, ich meine, am Ende war es dann wieder ein bisschen eng für uns. Es wurde ja wieder dann dunkel oder es hat gedämmert. Genau. Wobei die Stimmung, die abendliche, fand ich auch sehr schön. Also unser Zeitmanagement, gerade auch mit Kamera dabei, ist noch etwas optimierungsbedürftig an der Stelle. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Ja. Und genau, Abendstimmung. Ist eine Tour, die man auf jeden Fall empfehlen kann. Also wird, glaube ich, nirgends groß beworben, aber wir haben es jetzt ausprobiert, haben es nicht erwartet, dass es so schön wird. Bei Komoot im Prinzip vorgeplant und sind es dann auch einfach gelaufen. Genau. Hat auch ganz gut geklappt. Dann. Hat super geklappt. Ja. Gut. Dann haben wir es doch schon mal wieder für dieses Mal. Eine Athen-Tour steht noch aus und ja, dann dürft ihr euch auch darauf schon freuen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.